Sahara in Nordafrika. Auf Schmugglerpfaden wird hier alles transportiert. Lebensmittel, Zigaretten, Benzin, aber auch Kokain, Gold, Waffen und Menschen. Menschen sterben. Schlechtes Wasser, schlechtes Essen, schlechte Wirtschaft. Hier verläuft die wichtigste Migrationsroute zwischen Westafrika und Europa. Jedes Jahr durchqueren Zehntausende Migrantinnen und Migranten die Wüste von Niger über Libyen ans Mittelmeer. Alle meine Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen an diese Reise, eine bessere Welt für meine Familie. Europa betrachtet diese Migrationsbewegungen mit Besorgnis. Deshalb ist diese Region zunehmend in den Fokus der europäischen Migrationspolitik gerückt. Dieses Grenzgebiet ist schwer zugänglich, geografisch abgelegen und die Staaten instabil. Hier regieren Banditen, Milizen und Menschenhändler. Da waren seit Jahren keine Journalisten mehr. Es kriegt einfach keiner Zugang dazu. Wir wissen nur vom Hörensagen, was dort wirklich passiert. An dem Tag, an dem ich ankam, starben 3 Menschen. Sie sind so kaltblütig. Sie begraben nicht einmal die Toten. Sie wickeln sie in eine Decke und werfen sie in die Wüste. Gleichzeitig schicken die EU und ihre Mitgliedstaaten Milliarden von Euro in diese Region. Für einen Kampf gegen Migranten, die auf Pickups die gefährlichste Reise ihres Lebens antreten. Vor 10 Jahren löst der Bürgerkrieg in Syrien eine massive Fluchtbewegung nach Europa aus. Hunderttausende Geflüchtete harren in Europa aus, während sie auf ihre Asylentscheide warten. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Islamistische Attentate wie in Paris, Manchester oder Berlin lösen bei der Bevölkerung Angst aus und führen zu Misstrauen gegenüber Migranten. Ohne das jetzt zu verallgemeinern, aber mit den Flüchtlingen kommt auch Terror nach Deutschland. Rechtspopulistische Parteien gewinnen an Einfluss. Mon dernier espoir, il est vrai, c'est le vote Front National. Europa verstärkt den Grenzschutz und will Migranten schon auf ihrem Weg an die Außengrenzen stoppen. Ziel ist es, sie in Drittstaaten abzufangen und so zu verhindern, dass sie sich europäischen Grenzen nähern. Das Prinzip heißt Grenzauslagerung. Migranten kommen aus allen Richtungen nach Europa. Die mit Abstand wichtigste Route ist die über das zentrale Mittelmeer von Tunesien und Libyen nach Italien. Laut der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex haben 2023 fast die Hälfte der 380.000 nicht regulären Grenzübertritte hier stattgefunden. Und die Route wächst seit Jahren. 2019 waren es knapp 15.000 Migrantinnen und Migranten. 2023 mehr als 10-mal so viele. Die meisten von ihnen kommen aus Subsahara-Afrika, also südlich der Sahara. Um von Libyen und Tunesien aus Europa zu erreichen, müssen sie zuerst die Wüste durchqueren. Dafür ist der sogenannte Niger-Libyen-Korridor die wichtigste Route. Das macht eine Stadt für Europa interessant. Agadez, wo sich Menschen aus ganz Westafrika versammeln, um die Sahara zu durchqueren. Die Stadt war schon immer ein Handelszentrum. Sie liegt an einer alten Karawanenstraße. Früher kam hier hauptsächlich Salz aus den Salinen der Sahara an. Aber über die Jahre etablierte sich ein florierender Schwarzmarkt für geschmuggelte Lebensmittel, Benzin und Zigaretten. Später wurde die Gegend attraktiv, um Haschisch in den Nahen Osten, Kokain nach Europa
und Waffen quer durch den Kontinent zu schmuggeln. Rebellionen, Dürren und Instabilität im Sahel lassen in den frühen 2000er Jahren den Menschenschmuggel aufblühen. Immer wichtiger wird der Transport von Saisonarbeitern, billigen Arbeitskräften und Flüchtlingen. Sie werden zur Haupteinnahmequelle der Schmuggler von Agadez. In Konvois von großen LKWs durchqueren sie die nigrische Wüste. Früher ist man relativ gut nach Agadez gekommen, um zu berichten, aber 2023 gab es einen Militärputsch und seit dort herrscht faktisch eine Militärdiktatur. Und die ist Journalisten gegenüber nicht allzu freundlich eingestellt, weshalb man keine Drehgenehmigungen kriegt und wir nicht nach Agadez konnten. Wir haben dann aber einen nigerischen Kollegen damit beauftragt, für uns zu filmen. Mein Name ist Adou Moussa. Ich bin Videojournalist. Der Plan ist, mit Migranten bis an die libysche Grenze zu reisen. Wir wollen ihre Reise zeigen, wie das alles läuft, die Gefahren unterwegs. Und wir wollen ihre Persönlichkeiten zeigen. Hier in Agadez beginnt die Reise durch die Wüste. In sogenannten Ghettos warten Migrantinnen und Migranten, bis die Schmuggler genügend Leute für eine Fahrt durch die Sahara gefunden haben. Christian und David warten bereits seit einer Woche. Sie kommen beide aus dem Nachbarland Nigeria und haben sich hier kennengelernt. Nigeria hat alle Ressourcen. Und trotzdem haben wir diese Probleme. Wenn du in Nigeria bleibst, hast du nur Probleme. Nur schon, wenn du 3-mal am Tag etwas essen willst. Ich frage mich, wie einige Leute 6, 7, sogar 8 Kinder haben. Wie überleben die? Es ist ein Wunder. Das Geld löst sich in Luft auf. Ja. Die Regierung in Nigeria ist korrupt. Einnahmen aus den Ressourcen des Landes erreichen die Bevölkerung nicht. Für den Mittelstand gibt es keine Zukunft. Deshalb verlassen vor allem junge und ausgebildete Leute ihre Heimat in Richtung Nordafrika und Europa. Es ist einfach so. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Raus aus Nigeria ist der einzige Weg. Das sind die Umstände. Wir haben keine Wahl. Du hast die Wahl, ob du das Risiko dieser Reise eingehst. Nur um ein gutes Leben zu führen. Das sollte nicht nötig sein. Nur um zu überleben. Wir haben keine Wahl. Wir müssen aus Nigeria raus. Wirklich. Doch legal nach Europa zu kommen, ist für die beiden kaum möglich. Wahrscheinlich würden sie weder ein Visum noch Asyl bekommen. Deshalb ist für Christian und David der einzige Weg nach Europa der durch die Sahara und über das Mittelmeer. Und so sind sie fest entschlossen, sich nach Libyen schmuggeln zu lassen. Die Schmuggler organisieren sich in Netzwerken, die teilweise die gesamte Strecke von Westafrika nach Europa abdecken. Sie rekrutieren Migranten mit Hilfe von Verbindungsmännern, die an strategischen Punkten warten und die Neuankömmlinge an die Schmuggler vermitteln. Diese organisieren die Fahrt. Sie wissen, wann und wo Polizei oder Armee patrouillieren und welche Checkpoints umfahren oder bestochen werden können. Den Schmugglern gehören auch die Autos, doch sie fahren selbst nicht. Das ist der Job des Fahrers. Ein guter Fahrer hat immer diese Dinge dabei. Dieser Schlüssel, falls wir eine Panne haben. Damit beheben wir die Panne, um ans Ziel zu kommen. Das ist der Wagenheber. Das ist der Kompressor, um Luft in die Reifen zu pumpen. Ohne diesen Sack kannst du die Wüste nicht durchqueren. Das ist das Wichtigste.
Ich fahre immer mit denen. Die beschützen mich. Geben mir Glück. Die sind immer in meiner Tasche. Der Sand spricht zu mir. Hier, dieser Weg ist frei. Der hier ist zu eng. Da könnten schlechte Menschen unterwegs sein. Aber der hier ist gut. Die Straße ist gut. Wir können einfach fahren. Sehr gut. Mit schlechten Menschen meint Akilas Banditen, Rebellen, Söldner und Dschihadisten. Die Übergänge sind fließend, aber alle machen Raubzüge durch die Wüste. Die können dich töten. Die sind alle bewaffnet. Echt verrückt. Aber alles wird gut. Von dem, was ich hier sehe, wird alles gut. Es wird keine Probleme geben. Inshallah. Wir werden ankommen. Die Reise von Agadez nach Libyen dauert 3 Tage, manchmal 4 oder 5. Das kommt auf die Umstände an, die Logistik und auch auf die Gefahren. Die letzten Vorbereitungen laufen. Adum, unser lokaler Journalist, reist für uns mit, um die Reise zu filmen. Er begleitet David und Christian und etwa 30 weitere Leute bis nach Libyen. Hi Adum. How are you? It's going all right. How are you? Heute ist soweit. Wir verlassen Agadez um 16 Uhr. Nach 400 Kilometern erreichen wir einen Brunnen, den wir Brunnen der Hoffnung nennen. Dort kommt es häufig zu Überfällen durch Banditen. Manchmal wird auf dieser Strecke gekämpft. Der Konvoi bietet Schutz. Deshalb reisen wir gemeinsam. Wenn wir Segedin erreichen, ist die Militärbasis nicht weit. Wir können diesen Weg aber nicht nehmen, denn an den Militärposten wird Geld verlangt. Deshalb fahren wir über Salitan. Salitan ist ein Gebiet mit vielen Minen, also Landminen. Verstehst du? Aber für uns ist das nicht gefährlich. Der Fahrer kennt den gesamten Weg bis nach El-Kadrun. Ich denke, diese Reise wird gut verlaufen. Inshallah. Ich habe ein gutes Gefühl. I think so too. Proviant muss mitgenommen werden. Wasser kann man an den vereinzelten Brunnen unterwegs auffüllen. Die Reise kostet ungefähr 950 €. Viele der Migranten bezahlen erst in Libyen. Dort treffen sie einen Freund oder Verwandten, der das Geld für sie verwahrt hat und erst dann an die Schmuggler übergibt. Sie reisen also auf Kredit. Ein Schutzmechanismus. So wissen die Migrantinnen und Migranten, dass die Schmuggler sie auch tatsächlich nach Libyen bringen. Direkt in die Nase. Dieser Staub ist überall.
Wir sind in der Sahara. Es ist nicht einfach. Wer dir was anderes sagt, ist ein Betrüger. Es ist nicht einfach, Mann. Die Passagiere müssen absteigen, um das Auto anzuschieben. Wegen dem Sand hier. Der ist wie Mehl. Wirklich, wie Mehl. Das ist so. Das ist jedes Mal so. Das passiert nicht nur uns. Es gibt Autos, die fahren einfach durch. Und dann gibt es Autos, bei denen die Passagiere leiden. Man leidet. Auch die Fahrer leiden. Und das Auto leidet. Alle leiden. Ausländer durch die Wüste zu transportieren, ist zurzeit vollkommen legal. Europas Regierungen stört das. Sie nutzen ihren Einfluss. Niger gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Dürren und Klimawandel zerstören die Lebensgrundlage vieler Menschen. Das Land ist stark von europäischen Entwicklungshilfen abhängig, die rund ein Viertel des Staatshaushaltes ausmachen. Europa macht durch Migrationsabkommen diese Hilfsgelder davon abhängig, wie Niger die Bewegung durch das Land begrenzt. 2015 verabschiedet die nigrische Regierung überstürzt ein sogenanntes Schmugglergesetz. Der Transport von Ausländern durch die Wüste wird faktisch verboten. Innerhalb weniger Monate verhaften die Behörden Dutzende prominente Schmuggler, konfiszieren ihre Fahrzeuge und verhängen lange Haftstrafen. Die offiziellen Zahlen lassen schnelle Auswirkungen vermuten. Nach Einführung des Gesetzes erreichen täglich nur noch 10 bis 20 Migranten Agadez. Die UN-Agentur für Migration, IOM, zählte 2016 an ihren Checkpoints noch 300.000 Reisende. Ein Jahr später sind es nur noch 33.000. Die EU feiert den Rückgang. 95% Reduktion in bloß 2 Jahren, verkündet Antonio Tajani, der Präsident des Europäischen Parlaments. Die Menschen in Agadez sind dagegen nicht begeistert. Mit der Migration bricht für sie der wichtigste Wirtschaftszweig weg. Und da es kaum Alternativen gibt, Geld zu verdienen, verlagern viele Schmuggler ihr lukratives Business in den Untergrund. Statt tagsüber in Konvois fahren sie nun nachts und alleine. Sie nehmen nicht mehr die Hauptstraßen, sondern die versteckten Routen, die Drogen- und Waffenschmuggler nutzen. Das erklärt auch den Rückgang der offiziellen Zahlen, auf die sich die EU beruft. Schmuggler und Migranten umfahren einfach die Checkpoints, an denen gezählt wird. Aber außerhalb der Kontrollpunkte läuft das Geschäft weiter. 2023 ändert sich die Lage erneut. Eine Militärregierung putscht sich an die Macht, schafft das Gesetz wieder ab und entkriminalisiert so den Menschenschmuggel. Unsere Gruppe kann deshalb einen großen Teil der Strecke auf offiziellen Straßen fahren und muss nicht auf die versteckten Schmugglerpfade ausweichen. Diese wären noch gefährlicher. Wer dort eine Panne hat, bleibt ohne Hilfe zurück und verdurstet in der Wüste. Die Vereinten Nationen dokumentieren, wann, wo und wie viele Menschen bei der Sahara-Durchquerung verschwinden oder ums Leben kommen. Sie wissen von über 6.500 Vermissten und Toten. Die Dunkelziffer könnte 10-mal höher sein.
Die nigrische Sahara ist riesig, größer als Westeuropa. Der Staat hat hier oft kein Sagen. Das merkt die Gruppe unterwegs. Warum müssen wir am Checkpoint zahlen? Welcher Checkpoint? Dieser Checkpoint. Das ist eine Kaserne. Die können Kasernen bauen, wo sie wollen. Das ist ihre Kaserne. Wir haben kein Recht, dort durchzufahren. Sie tun uns einen Gefallen. An jedem Checkpoint müssen Soldaten bestochen werden. Wer nicht zahlt, kommt nicht weiter. Es gibt etwas, worüber ich mich beschweren will. An den Checkpoints erpressen Polizei und Armee die Reisenden. Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Da muss die nigrische Regierung echt mal was machen. Das gerät außer Kontrolle. 60.000 CFA, $85, das ist viel Geld. Sie knüpfen uns Geld ab, okay. Aber warum kümmern Sie sich nicht um die Straße? Für Ihre eigenen Bürger. Die Regierung muss die Straße für ihre eigenen Bürger angenehm machen. Nicht für uns. Es ist eine illegale Reise und du erwartest, dass sie die Straße teeren. Puh, du verstehst die Bedeutung von illegal nicht. Rechtlich gesehen ist die Gruppe noch nicht illegal. Denn Nigerianerinnen und Nigerianer dürfen sich hier im Nachbarland Niger frei bewegen. Illegal wird es erst, wenn sie ohne Visum nach Libyen weiterreisen. Die Gruppe fährt zu einem Treffpunkt, um sich aus Sicherheitsgründen einem Konvoi anzuschließen. Einmal pro Woche machen sich rund 100 Pickups gemeinsam auf den Weg zu den abgelegenen Oasen. Die Armee begleitet sie, um Überfälle von Banditen zu erschweren. Der nächste Konvoi startet in 4 Tagen. Die Gruppe muss warten. Why you complaining about my Gary? This Gary. You want to join me? This sweet. Taste anymore. No sugar. You said that it was a cheap price. Go use Wenn ich andere Orte anschaue, andere Kontinente, andere Länder, die leben besser als wir hier in Afrika. Warum? Wir haben Gold, Diamanten, Mineralien. Aber ich verstehe nicht, warum wir es so schwer haben. Wir trinken salziges Wasser. Hier auf meinem Kontinent, Afrika. Ich weiß nicht, warum es in Afrika so schwer ist, den eigenen Leuten ein gutes Leben zu ermöglichen. Oder nur schon gutes Wasser. Warum ist das so schwer? Das Leben in Nigeria ist nicht, was wir verdient haben. Mir kommen die Tränen, wenn ich sehe, wie meine Leute leben. Ich habe so ein Mitleid, wenn ich sehe, was wir tun könnten, aber wegen dem kaputten System nicht hinkriegen. Deshalb habe ich mich für diese Reise entschieden, damit ich etwas für meine Leute ändern kann. Selbst wenn ich nicht das ganze Land verbessern kann, dann wenigstens das Leben meiner Familie. Damit meine Mutter, mein Vater und die Leute um mich herum wenigstens ein bisschen was vom guten Leben sehen. Deshalb bin ich hier.
Wir haben 4 Tage hier auf den Konvoi gewartet. Und jetzt ist er da. Gott sei Dank. Die Reise führt immer tiefer in die Wüste. Dort herrscht, wer die schnellsten Autos und größten Waffen hat. Und überall, wo weder die Armee oder Polizei das Sagen haben, kontrollieren Rebellen und Banditen das Gebiet. Sie rauben alles, was wertvoll ist. Satelliten, Telefone, Geld und Autos. Nach einem Überfall lassen sie ihre Opfer einfach in der Wüste stehen. Nach dem Brunnen von Aschegur zweigt der Konvoi Richtung Süden ab. Die Gruppe bleibt auf dem nördlichen Pfad, um nach Segedin zu gelangen. Wir haben den Konvoi verlassen und einen anderen Weg genommen. Eine Abkürzung nach Segedin. Hier sind weniger Banditen unterwegs. Und die Autos der Menschenschmuggler sind als Gruppe groß genug, um sich gegenseitig zu helfen. Dein Bruder sitzt hier, neben dir. Er sitzt zu zweit, so gedrängt. Hofft, dass er nicht runterfällt. Weil wenn er fällt, fällst du direkt hinterher. Als wärt ihr zusammengeklebt. Und die Fahrer sind verrückt, fahren wie die Wilden. Die Fahrer nehmen unser Geld und sagen, wir kommen an einen guten Ort. Aber das kann man so nicht sagen. Wir leiden, das ist die Wahrheit. Ab Segedin beginnt der gefährlichste Teil der Reise. Adum und die Gruppe bewegen sich nun auf abgelegenen Schmugglerpfaden, um Checkpoints zu umfahren und unbemerkt die Grenze zu überqueren. Die Fahrt durch die Wüste ist ziemlich gefährlich. Deshalb haben wir eine Art Sicherheitskonzept ausgearbeitet, wo sich Adum zweimal täglich bei mir via Satellitentelefon meldet. Er hat mir eines Abends die Nachricht geschickt, dass sie unterwegs seien und dass sie die Nacht durchfahren werden, dass sie jetzt Segedin verlassen haben und habe damit gerechnet, dass ich am nächsten Morgen wieder eine Nachricht kriegen würde. Die ist aber nie angekommen. Ich habe einfach nichts von ihm gehört, den ganzen Tag. Da wusste ich, irgendwas muss schiefgelaufen sein. Wir sind ohne Licht unterwegs gewesen, damit wir nicht angegriffen werden. Und dann, auf einmal, standen sie vor uns, die, wie nennt man das, Banditen. Sie haben sofort geschrien, los, runter, 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 alle runter. Als ich aus dem Auto gestiegen bin, hatte ich mein eines Handy dabei und habe es reflexartig auf den Boden gelegt. Und dann sind sie zu dem Fahrer, haben ihn rausgeholt und gefragt, wo ist das Satellitentelefon? Wo ist das Turaya? Turaya, wo ist das Turaya? Und dann haben sie ihn mit einem Stock geschlagen. Als nächstes haben sie uns alle rausgeholt. Nutten, Arsch, Hunde, so haben sie uns beleidigt. Sie haben gesagt, wir sollen alles rausholen, was wir dabei haben. Ich hatte mein zweites Handy, meine Kamera, mein Satellitentelefon. Sie haben mir das alles weggenommen. Wir haben Angst gehabt. Wir haben so Angst gehabt. Wir haben gedacht, es ist vorbei. Unser Leben endet in diesem Moment. Einer der Banditen wollte dann auch noch die 3 Mädchen in unserer Gruppe vergewaltigen. Aber es gab einen Anführer, der gesagt hat, nein, 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 alles, nur das nicht.
Sie haben alles mitgenommen, wirklich alles. Nur einen 25-Liter-Kanister Wasser haben sie uns gelassen. Für 28 Personen. Als die Banditen weg waren, haben einige gesagt, dass wir weitergehen sollen. Wir waren mitten in der Wüste und nur 25 Liter Wasser. Aber wir sind weitergelaufen. Und dann, nach etwa 2 Kilometern, haben wir gestoppt und ein Lastwagen ist gekommen. Die wollten nach Tigerie und das war unsere Chance. Sie haben Kamele transportiert und uns Gott sei Dank mitgenommen. Adoum und die Gruppe überqueren die Grenze nach Libyen. Adoum kehrt hier um, während die Migrantinnen und Migranten weiter nach Khartoum und Sabha fahren. Einzelne melden sich von nun an bei uns sporadisch via WhatsApp. Libyen ist seit dem Bürgerkrieg gespalten. Zahlreiche Milizen beherrschen unterschiedliche Teile des Landes. Diese gehören jeweils zu einer der konkurrierenden Regierungen. Im Nordwesten herrscht die vom Westen unterstützte Regierung in Tripoli, im Süden und Osten der Warlord Khalifa Haftar. Zu dessen Militärregierung gehören verschiedene Milizen, die im Süden das Sagen haben. Dort liegen auch die Migrationshubs Sabha, Khartoum und Kufra. Diese Milizen sehen sich als legitime Sicherheitskräfte, die für Ruhe und Ordnung sorgen und auch die Migration reduzieren wollen. Unter diesem Vorwand betreiben sie Internierungslager für Migrantinnen und Migranten. Auch hier haben Journalistinnen und Journalisten keinen Zugang. Informationen über die dort herrschenden Zustände sind schwer zu beschaffen. Wir haben Kontakte geknüpft und konnten dann mit einigen Leuten über Videocalls sprechen, unter dem Versprechen natürlich, dass wir sie anonymisieren, dass wir keine echten Namen verwenden, weil sie ja weiterhin in Libyen sind. Aber dann wollen die Leute darüber sprechen, was ihnen passiert ist und was ihnen widerfährt. This was last year I have been kidnapped. They were just threatening us and beating us. Nasha und Fargo kommen beide aus Nigeria. Auf ihrer Fahrt durch die Wüste in Richtung Mittelmeer wurden sie von Menschenhändlern aufgegriffen. Ihre Berichte sind schwer zu verifizieren. Doch viele weitere Migrantinnen und Migranten erzählen ähnliche Geschichten. Und sie decken sich auch mit den Erkenntnissen der Vereinten Nationen und von Menschenrechtsorganisationen. Es ist die Regierung, die Polizei und Soldaten, die am Straßenrand stehen und Autos kontrollieren. Sie sind es, die uns Schwarze wegen unseren Dokumenten festnehmen. Aber sie bringen uns nicht ins Gefängnis, sondern entführen uns. Manche Milizen verkaufen Migrantinnen und Migranten weiter. Ein Mensch kostet 150 Franken. Ich kam in einem Ghetto in Sabha an. Sie fahren rein und schließen schnell wieder das Tor, damit niemand sieht, was drinnen vor sich geht. Sie schießen jemandem ins Bein, einfach damit wir Angst kriegen und Spuren. Sie sagen, Ghana auf diese Seite, Nigerianer auf diese Seite. Wenn Frauen dabei sind, bringen sie sie in den Bereich für Frauen. Ihre Verbrechen sind gut organisiert. Tagsüber verprügeln sie dich, während sie einen Videocall mit deiner Familie machen. Die Familie soll sehen, wie sie dich foltern. Sie machen der Familie Angst, damit sie alle ihre Wertsachen verkaufen, um ihren Sohn auszulösen. Das Lösegeld ist etwa 1500 Franken. Die Lösegelder sind je nach Nationalität unterschiedlich. Menschenhändler können zum Beispiel mit Ägyptern 10-mal so viel Geld erpressen als mit Nigerianern. Sie trinken selbstgebrannten und rauchen Haschisch. Während sie rauchen, schießen sie in der Gegend rum. Sie fangen am Abend an und ballern bis in die frühen Morgenstunden. Schätzungen zufolge sind bis zu 20.000 Migrantinnen und Migranten in solchen Lagern inhaftiert. Manchmal haben wir unsere Flucht geplant, aber es gibt keinen Ausweg. Jede Tür ist verschlossen. Falls du sie angreifen willst, sie sind alle bewaffnet. Wir hätten nicht die geringste Chance.
Das Schlimmste ist, sie lassen dich nicht in Ruhe, auch wenn du kein Geld hast. Jeden Tag foltern und prügeln sie die Leute zu Tode. Deshalb sterben so viele. Ich sah mindestens 7 Leute sterben. Sie sind so kaltblütig. Sie geben den Toten nicht einmal eine Bestattung. Sie wickeln bloß eine Decke um die Leiche und schmeißen sie in die Wüste. Ich wusste nicht, dass es gefährlich ist, in Sabha durch die Straßen zu laufen. Ich wurde einfach von 2 Jungs überfallen. Sie haben mir einen Sack über den Kopf gezogen, damit ich nichts sehe, und mich zu einem großen Gebäude gebracht. Dort waren viele Frauen, nicht nur ich. Als ich angekommen bin, haben sie mir gesagt, dass ich mich ausziehen soll. 2 Typen wollten mich vergewaltigen. Ich sagte nein, aber sie haben mich einfach gezwungen. Ich habe angefangen zu schreien, zu weinen, zu betteln, aber da war niemand, der mir hätte helfen können. Es hat sehr wehgetan, aber ich hatte keine Wahl. Ich habe weinen müssen. Jede 5. Migrantin in Libyen berichtet von sexueller Gewalt. An Frauen verdienen die Menschenhändler zusätzlich. Das passiert jeden Tag. Jeden Tag können 25 bis 30 Männer kommen. Es hat viele Mädchen. Sie suchen sich eins aus. Es kostet 45 Franken. Sie geben das Geld nicht mir, sondern ihnen. Sie zahlen und nehmen mich. Sie machen einen Haufen Kohle, tonnenweise. Weil ich nicht die Einzige bin. Sie machen das mit vielen Frauen. So viele Frauen. Ich weiß gar nicht, wo sie all diese Frauen entführen. نحن أبناء مؤسسة عسكرية تابعين القيادة العامة للقوات المسلحة على رأسها السيد القائد العام مشير أركان حرب خليفة بإذن الله. عليكم ورحمة الله. Sie tragen Uniformen, sind also offizielle Soldaten. Aber sie haben ihre Nebengeschäfte wie korrupte Polizisten. Das ist systemisch, alle wissen davon. Auch mit diesen Milizen wollte die EU zusammenarbeiten. Sie sollten mit Überwachungstechnologie ausgestattet werden. Zum Beispiel mit Drohnen, um Migrantinnen und Migranten effizienter aufzuspüren. Für diese EU-Projekte waren 150 Millionen Euro vorgesehen. Der italienische Geheimdienst hat extra einflussreiche Lokalpolitiker nach Rom geflogen, um sie von einer milizübergreifenden Grenztruppe zu überzeugen. Doch diese Projekte scheiterten an der politisch instabilen Lage im Süden Libyens. Im Norden aber, wo die Regierung von Tripoli herrscht, lassen sich EU-Projekte einfacher umsetzen. Die Bekämpfung irregulärer Migration in Nordafrika hat bisher etwa 1 Milliarde Euro gekostet. Die Hälfte davon floss nach Libyen. Viel Geld geht an die libysche Küstenwache. Diese wird regelmäßig kritisiert wegen Verbindungen zu Menschenhändlern, Korruption und Berichten über das Versenken von Schiffen. Die EU argumentiert dagegen, dass die libyschen Einheiten Zehntausende Migrantinnen und Migranten vor dem Ertrinken retten, die sie aus überfüllten Booten bergen und wieder zurück nach Libyen bringen. Ob die abgefangenen Boote tatsächlich gekentert wären, weiß man nicht. Sicher ist jedoch, dass diese Migrantinnen und Migranten nicht nach Europa gelangen. Denn sobald sie in Libyen wieder festen Boden unter den Füßen haben,
werden sie inhaftiert und deportiert. Hier findet gerade so eine Deportation statt. Aus dem Tariq al-Sika Detention Center nach Nigeria. Dieses Haftlager wird von der DCIM verwaltet, der offiziellen Migrationsbehörde Westlibyens. Happy möchte weder erkannt werden, noch seinen echten Namen nennen, weil er in Nigeria hohe Schulden hat. Seine Gläubiger wissen noch nicht, dass er bald wieder in seine Heimat zurück sein wird. Sie haben mich im Meer erwischt, als ich nach Italien wollte. Ich habe es versucht, aber sie haben mich erwischt und ins Gefängnis gesteckt. Und dort war ich bis zu dieser Deportation. Ich gehe nicht nach Italien, weil es hier keine Arbeit gibt, verstehst du? Es ist wegen der Situation in diesem Land. Manchmal gehst du zur Arbeit und sie geben dir dein Geld nicht. Ich meine die Araber. Sie beharren darauf und du kannst nichts tun oder sagen, weil du schwarz bist. Die behandeln uns, wie sie wollen. Happy war etwa 4 Monate in diesem Gefangenenlager. Berichte der Vereinten Nationen und mehrerer Menschenrechtsorganisationen dokumentieren inhumane Haftbedingungen in Libyen. Unterernährung, Gewalt und Überfüllung sind weit verbreitet. Sie behandeln uns wie Dreck. Sogar als der Arzt kam und wir um Medizin gebeten haben, haben sie uns weggestoßen. Hauptsächlich uns Schwarze. Sie kümmern sich fast nicht um uns Schwarze. Ich weiß nicht warum. Hat es mit der Farbe zu tun? Ich habe mal einem Wächter gesagt, ich brauche Kontakt zu meiner Botschaft. Ich brauche Hilfe von meiner Botschaft. Der Wächter hat mich noch am selben Tag verprügelt. Tariq al-Sika, das Lager, aus dem Happy gerade deportiert wird häufig mit Gewalt in Zusammenhang gebracht. Eine Fact-Finding-Mission der Vereinten Nationen fand umfangreiche Beweise, dass Inhaftierte hier systematisch gefoltert werden. Ähnlich wie bei den inoffiziellen Lagern gibt es auch von hier Berichte über Vergewaltigungen und Lösegelderpressungen. Die Botschaft kam und hat gefragt, ob wir bleiben oder gehen wollen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich gehen will, weil ich hier keinen habe, der meine Kaution zahlen kann. Hätte ich gesagt, dass ich bleiben will, müsste ich für sehr lange Zeit im Gefängnis bleiben. Ich hatte also nicht wirklich eine Wahl. Die EU bezeichnet diese Deportationen als freiwillige Rückkehr, da sie den Inhaftierten anbietet, sich in ihre Herkunftsländer oder ein sicheres Drittland bringen zu lassen. Eine Wahl besteht zwar, doch die Alternative ist ein unbefristeter Verbleib in den Lagern, hinter Gittern und unter fragwürdigen Bedingungen. Ich denke, dass es in Libyen sehr viele Deportationen gibt, die komplett anders ablaufen. Diese Deportation wurde uns vom Außenministerium vermittelt. Die wollten da Journalisten dabei haben, die wollten das zeigen. Das ist alles also sehr hochpoliert und genauso, wie es sein soll. Die libysche Migrationsbehörde wird von der EU als Partnerin anerkannt und mit Trainings, Geld und Ausrüstung unterstützt.
Das Schlimmste ist, dass ich jetzt dieses Trauma habe. Dieser Ort ist für immer in meinem Kopf. Es verschwindet einfach nicht. Ich musste durch vieles durch in diesem Land. Viele Belästigungen, viele Unmenschlichkeiten. Viele. Man kann sich nicht vorstellen, was in Libyen alles passiert. Wenn du nicht hier bist, kannst du dir das nicht vorstellen. Ich kann es kaum glauben, dass es noch einen Ort auf der Welt gibt, wo solche Dinge passieren. Die EU kennt die Bedingungen und Probleme. In Tunesien spricht die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, über die Motivation der Migrationsprojekte. Wir haben ein Interesse, dieses zynische Geschäftsmodell der Schmuggler und Menschenhändler zu zerstören. Es ist schlimm zu sehen, wie sie absichtlich Menschenleben für Profit riskieren. Das Ziel ist, einen gesamtheitlichen Ansatz in der Migrationspolitik zu haben, der auf dem Respekt von Menschenrechten beruht. In Libyen, wo Milizen in den Staatsapparat eingebunden sind, fließt europäisches Geld, Know-how und Rüstungsmaterial letztendlich auch an Menschenhändler, Folterer und Kriminelle. Das Mittelmeer erreichen nur diejenigen, die Schmuggler, Menschenhändler und Folterer überlebt haben und nicht inhaftiert und deportiert wurden. Wer dann die Überfahrt wagt, steht vor weiteren Strapazen. Die Gruppe von David und Christian hat sich aufgeteilt. Einige sind in Sabha geblieben, andere nach Tripoli weitergereist. Mehrere wurden verhaftet, einige sind in die Hände von Menschenhändlern geraten. Einer ist an den Verletzungen erlegen, die sie ihm bei der Folter zugefügt haben. How is your life right now? How are you doing? Mir geht's etwas besser. Ich komme schon klar. Siehst du meine Freunde? Sie kochen gerade Essen aus Ghana. Ghanaisches Essen. Einige haben einen Bruder hier, andere ihren Vater. David zum Beispiel ist bei seinem Vater. Der hat hier eine Autowerkstatt. Manche haben Geschwister in Tripoli, die schicken Geld, damit sie nach Tripoli kommen. Alle sind in Bewegung. Ich zeig's dir. Hier arbeiten wir. Das ist die Garage, wo mein Vater und ich arbeiten. Es ist überall besser als hier. Aber ich habe keine Wahl. Jeder Ort ist besser. Ich brauche etwas Besseres. Ich kann hier mit niemandem sprechen, weil ich hier keine Freunde habe. Und ich kann keine neuen finden, weil man hier niemandem trauen kann. Du stehst morgens auf, du gehst arbeiten, dann wieder nach Hause, dann gibt es etwas zu essen. Sonst gibt es nichts zu tun. Deshalb mag ich es hier nicht. Aber ich habe keine Wahl, also muss ich bleiben. Ich bleibe hier, bis ich etwas Geld aufgetrieben habe, um in ein anderes Land zu gehen. Ich würde keinem meiner Freunde raten, diese Reise zu machen. Sie sollen es nicht machen. Sie werden es bereuen. Ich lasse sie nicht. Die Reise durch die Sahara ist vielleicht die gefährlichste der Welt. Trotzdem machen sich immer wieder Menschen auf den Weg. Viele Junge machen sich auf den Weg durch die Wüste, um ein gutes Leben zu suchen. Sie bewegen sich. Wenn du diese Wüste durchquerst, bist du ein Kämpfer. Wenn du dabei stirbst, bist du ein Kämpfer. Wenn du es überlebst, bist du ein Kämpfer. Diese Wüste wird niemals leer sein. Also, Kämpfer kommen, Kämpfer gehen, die Wüste ist nie leer.
Das ist das Motto der Wüste.